Und da sind wir wieder bei Musculus. Herzlich willkommen. Der Titel der heutigen Folge lautet Transition. Ein Wort, das man beim ersten Mal eigentlich kaum aussprechen kann. Was es bedeutet und was es mit neuronalen Muskelerkrankungen zu tun hat, das erklärt uns heute die Psychologin Doktorin Caroline Tschulen. Herzlich willkommen. Herzlichen Dank für die Einladung. Gleich zur ersten Frage. Was bedeutet denn eigentlich Transition? Transition, das ist so ein schwieriger und sperriger Begriff. In Wirklichkeit ist es ganz einfach. Man versteht den Abschied von chronisch kranken Jugendlichen von der Kinderklinik und den Übergang in die Erwachsenenmedizin. Das heißt, alle Jugendlichen mit chronischer Erkrankung werden viele Jahre in der Kinderklinik, in Kinderkliniken von Kinderärztinnen und Kinderärzten betreut und müssen aber mit 18, 19, vielleicht auch erst mit 20 in die Erwachsenenmedizin wechseln. Weshalb ist dieser Übergang oft schwierig bzw. herausfordernd? Es sind mehrere Punkte, die den Übergang so schwierig machen. Der eine ist, dass die Pubertät, also die Adoleszenz, überhaupt schon ein schwieriges Alter ist für Jugendliche mit oder ohne chronische Erkrankung. Da gibt es ganz viele Entwicklungsaufgaben, die zu bewältigen sind. Prinzipiell geht es auch um Veränderungen des Körpers. Es geht auch um autonomer werden, um unabhängiger von der Familie werden. Es geht um viele Prozesse, die auch im Hirn ablaufen. Also auch hier gibt es große Umbauprozesse und auch die Prioritäten im Leben verändern sich. Es geht um eigene Werte, die entwickelt werden. Es geht um Freunde und Freundinnen, die wichtiger werden, um die sogenannte Peer Group. Und das alles sind Herausforderungen, die für Jugendliche mit einer chronischen Erkrankung und jetzt speziell auch nochmal mit einer neuromuskulären Erkrankung nochmal schwieriger sind als für viele andere Jugendliche. Und dazu kommt, dass all diese Selbstorganisationsfähigkeiten und auch Selbstmanagementfähigkeiten noch nicht ganz ausgebildet sind und noch nicht ganz ausgereift sind mit dem Alter von 18. Und genau da sollte aber dann der Übergang in die Erwachsenenmedizin stattfinden. Und in der Erwachsenenmedizin werden sehr oft auch nochmal ganz andere Anforderungen an die Patienten und Patientinnen gestellt, nämlich, dass sie selbstständig sind, dass sie selber den Überblick haben, dass sie sich und ihre Krankheit managen können, dass sie auch sonst schon ziemlich stabil im Leben stehen. Und auch das ist ja für Jugendliche mit neuromuskulären Erkrankungen schwieriger, weil sie in vielen Bereichen einfach auf Unterstützung und Hilfe angewiesen sind. Das ist mal so die spezifische Herausforderung für die Patienten und Patientinnen. Was eine weitere Hürde ist, dass es nicht die Experten und Expertinnen unter einem Dach gibt, wie das in der Kindermedizin so ist. Also die vielen Fachärztinnen und Fachärzte, die man braucht, aber vielleicht auch psychologische Unterstützung oder sozialarbeiterische Unterstützung. All das gibt es in den Kinderkliniken unter einem Dach. In der Erwachsenenmedizin muss man sich jeden einzelnen Experten und jede einzelne Expertin zusammensuchen. Wenn ich jetzt so an Lungenfachärzte, an Internisten, an Herzspezialisten denke. Und das macht diesen Wechsel extrem schwierig. Was braucht es denn Ihrer Meinung nach, damit dieser Übergang gut gelingt? Es gibt unterschiedliche Ebenen, auf denen wir ansetzen können oder man ansetzen kann, um den Transitionsprozess zu begleiten und zum Gelingen zu bringen. Das eine ist natürlich der Ansatz auf der systemischen Ebene, hier verstärkt mehr Expertinnen und Experten im Erwachsenenbereich einbeziehen. Die andere Ebene ist, die Familien, die Jugendlichen gut vorzubereiten. Und da hat sich gezeigt, dass für den Übergang unterschiedliche Kompetenzen wichtig sind. Das eine ist so diese Selbstständigkeit im Managen der Erkrankung. Je nach chronischer Erkrankung, bei neuromuskulären Erkrankungen sind das nochmal andere Anforderungen als bei anderen chronischen Erkrankungen. Muss man schauen, was können die Jugendlichen selber bewerkstelligen. Da geht es auch um das Krankheitswissen, um Medikamentenwissen, aber auch um das Wissen, wann muss ich mich um meine zum Beispiel Medikamentenbestellung kümmern, wie mache ich mir einen Arzttermin aus. All diese Fähigkeiten, die einfach im Erwachsenenleben dazugehören, um die eigene Krankheit gut zu betreuen und gut zu managen, kann man schon möglichst früh anfangen, mit den Jugendlichen zu trainieren. Genauso kann man üben, ein Arzt-Patientengespräch gut zu führen oder Ärztin-Patientinnen-Gespräch, je nachdem. Und auch die Eltern darauf vorzubereiten, dass es hier zu einem Wechsel kommt und mit den Jugendlichen gemeinsam überlegen, was braucht es denn für dich, wenn du erwachsen wirst?
welche medizinische Versorgung brauchst du, aber vielleicht auch welche psychologische oder psychosoziale Begleitung ist notwendig und sich schon vor dem 18. Lebensjahr umschauen und auch von dem betreuenden Team beraten lassen. Was, wenn dieser Übergang jetzt nicht so gut funktioniert? Was sind denn dafür jetzt die häufigsten Gründe? Ne, wir sehen international immer wieder die gleichen Probleme, nämlich dass einerseits die Jugendlichen und auch ihre Familien nicht gut vorbereitet sind. Das heißt, es wird sehr oft viel zu spät der Abschied von der Kinderklinik angesprochen, der überrumpelt manche Familien oder manche Jugendlichen regelrecht. Und wenn es dann niemanden gibt, der quasi mit offenen Armen diese Jugendlichen oder jugendlichen Patientinnen und Patienten empfängt, dann hängen die oft in der Luft und verlieren manchmal auch den Anschluss an die Therapie. Es geht sehr oft die Compliance verloren und sie werden ja auf der anderen Seite auch älter und welcher 22- oder 25-Jährige will immer noch permanent von den Eltern begleitet und betreut werden und vorgeschrieben bekommen, wann er zu welchem Ärztin gehen soll, wann er die Medikamente nehmen soll, Physiotherapie machen soll und so weiter und so fort. Das heißt, diese Autonomiebestrebungen, die kommen sich dann ein bisschen ins Gehege, dass es aber niemanden mehr gibt, der diese jungen Patientinnen und Patienten begleitet, an der Hand nimmt. Und was wir weltweit sehen, ist, dass sich der Gesundheitszustand von jungen Erwachsenen mit chronischen Erkrankungen dann rapide verschlechtern kann. Und das ist etwas, was wir unbedingt verhindern wollen. Sie werden so gut betreut mittlerweile als Kinder und als Jugendliche. Und natürlich möchten wir alle, dass sich dieser Erfolg der Medizin auch bis ins Erwachsenenleben weiterzieht. Gibt es denn schon Bemühungen, um das Ganze insgesamt jetzt besser zu machen? In den letzten Jahren haben wir beobachtet, dass einerseits schon das Bewusstsein zum Thema Transition sehr gestiegen ist. Und es gibt sehr viele medizinische Teams, die sich wirklich schon frühzeitig bemühen, ihre Patientinnen und Patienten gut zu übergeben. Es gibt mittlerweile Fragebögen, die Transitionsbereitschaft, nennt man das, der jugendlichen Patienten messen. Es gibt vorbereitende Gespräche. Es gibt viele engagierte Einzelinitiativen, wo Ärztinnen und Ärzte, also Pädiaterinnen, die Kinderärzte und Kinderfachärztinnen, die Kontakte mit den erwachsenen Medizinern knüpfen. Und da muss man sagen, dass diese Transitionsprozesse schon viel, viel besser gelingen. Es fehlt aber nach wie vor an der Zeit. Ja, das braucht einfach Zeit, vorbereitende Gespräche, das braucht auch Familiengespräche. Transitionsleistungen werden nach wie vor nicht bezahlt, also es gibt keine abrechenbare Leistung, die heißt Transitionsgespräch oder Transitionsvorbereitung. Und das wäre natürlich überhaupt das Schönste, wenn es auch so jemanden wie Transitionsmanagerinnen gäbe, die zum Beispiel in den Kliniken wirklich wissen, welche Patientinnen werden im nächsten Jahr verabschiedet, wo es eine gute Dokumentation gibt, wo auch vorbereitet wird, alle Unterlagen auch abgeklärt wird, wen brauchen sie dann im Erwachsenenalter und sie da auch wirklich so von Hand zu Hand begleitet werden. Das würde vielen Familien viele Sorgen abnehmen und natürlich auch Fachärztinnen, Fachärzte deutlich entlasten. Und ich glaube, da muss es noch hingehen, diese Bemühungen zu verstärken, dass die Wichtigkeit dieser Tätigkeit gesehen wird, dass es eine Finanzierung gibt, dass es Zeitressourcen dafür gibt und am besten eben auch noch zusätzlich Personal. Danke vielmals, dass Sie Ihr wertvolles Wissen mit uns teilen und damit natürlich auch Musculus enorm bereichern. Schönen Tag nach Wien. Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung. Alles Gute den Patientinnen und Patienten und Ihnen, lieber Herr Brix, noch einen schönen Tag. Ja, das war's auch schon wieder. Vielen Dank, dass Sie wieder mit dabei waren. Wenn Ihnen Musculus gefällt, dann denken Sie doch an ein kleines Like. Und wenn Sie Fragen haben oder nach Antworten suchen, dann schauen Sie doch einfach einmal unter diesem Video in die Infobox. Und bitte denken Sie immer dran, Wissen hilft.